Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns das Object Pool Pattern angucken. Und ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Pattern, weil man damit alles deutlich schneller machen kann und vielleicht auch ein bisschen alles vereinfachen kann. Es ist vor allem ein sehr simples Pattern eigentlich, weil man nicht wirklich viel dafür machen muss. Das einzige wirklich Neue ist jetzt hier dieser Product Pool. Und dieser Product Pool, der hält sich eine gewisse Anzahl von Products. Also zum Beispiel im echten Leben könnte man sich jetzt zum Beispiel eine Bibliothek vorstellen. Dort werden sehr viele verschiedene Bücher gespeichert in einem Pool im Endeffekt. Also eine Sammlung von Objekten. Es ist kein Pool wie jetzt Wasser oder sowas oder ungeordnet oder so, sondern es ist halt einfach, ja, wie das Ganze geordnet ist, bleibt euch überlassen oder bleibt im Endeffekt dem Product Pool überlassen. Es kann geordnet sein, das kann einfach nur irgendwie eine Menge sein, aber im Endeffekt besteht der Product Pool aus Products oder die Bibliothek hält Bücher. Und man kann sich eins entleihen oder man kann eins benutzen. Das wird dann wiederum dazu führen, dass das Buch entfernt wird aus dem Pool und an den Client geht. Deswegen haben wir hier den Return-Typ Product. So, man kann aber natürlich auch neue Produkte einfügen, zum Beispiel wenn man fertig gelesen hat oder sowas, kann man über Enter ein Product wieder reinpacken und natürlich muss dieses Product auch eine Operation haben, also irgendeine Operation, die dann damit gemacht werden kann. Zum Beispiel ein Buch lässt sich lesen. Und ja, das ist eigentlich auch wirklich hier schon alles. Vielleicht denkt ihr da am besten auch mal an Multithreading, also jetzt im technischen Bereich, nicht mehr im so alltäglichen Bereich, sage ich jetzt mal, wobei eine Bibliothek auch nicht mehr alltäglich ist, aber egal. Am besten denkt ihr daran einfach mal an einen Thread-Pool zum Beispiel, das heißt eine Reihe an Threads, die fertig erstellt wurde. So eine Erstellung von einem Thread kann sehr aufwendig sein und wenn man halt die ganzen Variablen initialisieren muss und irgendwas vorher schon berechnen muss oder sowas, dann kann so ein Erstellen von so einem Product, also zum Beispiel einem Thread, kann sehr aufwendig sein, aber dann möchte man eine Operation machen, wenn aber gerade die Rechenkapazitäten zum Beispiel erst frei sind, ansonsten eben nicht. Und ja, das wäre dann diese Operation hier. Und dafür muss man natürlich erstmal dieses Use aufrufen. Das heißt, man hält sich hier einen Product Pool oder einen Thread Pool von mir aus, packt da ständig neue Threads rein, wenn irgendwie was fertig ist. Und sobald wieder Rechenkapazität verfügbar ist, lässt man einen Client hier so einen Thread ausführen. Und wenn der returnt, der Client, dann ist der Thread sozusagen weg. Und ja, man hat hier im Endeffekt, man kann den nächsten verwenden. Sehr cool. Achtung, man muss immer darauf achten, dass dieser Pool auch mal leer sein kann. Das heißt, der Client darf nicht einfach blind hier drauf zugreifen, sondern wenn hier dieses Ding leer ist und es keine Products mehr gibt, die man benutzen könnte, dann muss dieser Fehler abgefangen werden. Wie genau, ist egal, man kann natürlich einen Fehler schmeißen, man kann aber auch irgendwelche anderen Sachen machen und Null zurückgeben, was allerdings gefährlicher ist, als einen Fehler zu schmeißen, denn um den Fehler muss sich der Client eigentlich immer kümmern, der wird einem sofort angezeigt und ja, das ist dann das Beste eigentlich. Man kann natürlich auch solche coolen Sachen implementieren, wie zum Beispiel maximale Anzahl an Produkten. Das heißt, hier kann man zum Beispiel nur 100 Stück reinmachen oder sowas. Das wäre zum Beispiel auch eine super Anwendung. Und ja, dann wie gesagt, kann man natürlich hier die Sachen orten, also zum Beispiel FIFO, also First In, First Out oder LIFO, Last In, First Out oder einfach nur random irgendwie was zurückgeben oder sowas. All diese Sachen kann man natürlich dann machen. Okay, aber das ist natürlich dann vom Product Pool abhängig. Ihr seht, man kann den in verschiedensten Art und Weisen ansetzen oder anwenden, besser gesagt. Okay, das war's von meiner Seite schon wieder und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.